Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir sind im Moment zusammen im Allgäu unterwegs. Und heute geht's auf eine Runde, wo wir den Stoffelberg zu sehen bekommen und die Niedersonthofener Wasserfälle. Ja, Runde von rund 9 Kilometern, 300 Höhenmeter. Ihr seht, wir haben euch Premium-Wanderwetter mitgebracht. Es fängt just gerade mal wieder an zu regnen. Aber gut, das hält uns ja vom Wandern nicht ab. Wir sind jetzt schon auf dem Stoffelberg oben. Von hier geht es weiter zu den Niedersonthofener Wasserfällen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist und wie wir mit dem Wetter zurechtkommen, Dann bleibt dran, kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Wanderung war in Niedersonthofen, direkt am Sportplatz. Der eigentliche Startplatz befand sich direkt daneben, war aber leider aufgrund einer Baustelle nicht erreichbar. Die Umleitung führte uns aber sogleich an einem ersten Highlight vorbei, einer sehr schön angelegten Kräuterspirale. Ein kurzes Stück weiter kamen wir an der Niedersonthofener Kirche St. Alexander und Georg vorbei, deren Ursprung bis ins frühe 16. Jahrhundert zurückreicht. Gleich mal einen Blick hinein riskieren. Nach der Kirchenbesichtigung ging es auch sogleich an den Anstieg. Und da Anne dabei schon gleich warm wurde, hat sie im Laufen erstmal die Jacke abgelegt. Mit wehendem Ärmel ging es so dann weiter noch ein kurzes Stück an der Straße entlang, bevor unsere Route auf eine Weide abbog. Unterwegs trafen wir auch noch ein paar Ziegen, die entspannt am Hang grasten. Da hinten wird es plötzlich ganz schön dunkel. Ob das mal gut geht? Natürlich nicht. Der Regen kam und wir warfen uns in unsere Regenkleidung. Obwohl wir uns noch relativ am Anfang des Weges befanden, war Umdrehen trotz des schlechten Wetters keine Option. Und so ging es munter weiter bergauf. Für alle, die sich vielleicht fragen, ob wir vor unseren Wanderungen nicht mal auf den Wetterbericht schauen, man kann den See im Grau nur erahnen. Du bist auch rabenschwarz. Immer noch. ich kann euch sagen, Regenradar sagt, kommt kein Regen. Sehr zuverlässig. Wie ihr hört, war das Wetter deutlich trockener gemeldet. Aber irgendwie sollte das allgemein im Sommer 2025 so ein Thema werden, mit dem Regen und der Wettervorhersage. Auf dem Weg zum Gipfel passierten wir auch noch einige Wurzeln. Nach oder während des Regens sollte man solche Abschnitte nicht unterschätzen. Und dann war unser erstes Ziel erreicht. Der Gipfel des Stoffelbergs. Überraschenderweise waren wir nicht die Einzigen, die sich an diesem Tag dort hoch verirrt hatten. Die Aussicht vom Gipfel. Nun ja, wir hatten auch schon bessere. Spannend waren aber die sich schnell bewegenden Wolken am Himmel. Die Gipfelpause hielten wir aufgrund des Wetters recht kurz und machten uns an den Abstieg in Richtung unseres zweiten Ziels, dem Niedersonthofener Wasserfall. Glücklicherweise hörte der Regen aber schon kurz unterhalb des Gipfels wieder auf.
munterem Wechsel von Wald und Wiese ging es nun weiter. Manchmal ein wenig bergauf, mehrheitlich aber bergab. Hinter dem Örtchen Rigis kam dann auch endlich die Beschilderung zum Wasserfall in Sicht. Begehen auf eigene Gefahr? Na, so wild kann es doch gar nicht werden, oder? Noch sollten wir nicht ahnen, dass wir gleich Zeuge eines tragischen Todesfalls auf dem Weg werden würden. Oh, ein süßes schneeweißes Kätzchen. Und sie hielt an, um sich in Szene zu setzen. Sehr gekonnt. Nur ob unsereins das sehen wollte, ist fraglich. Sie fraß die erbeutete Maus mit Kopf und Haut und Haar. Einfach seelenruhig weggeputzt und keine Spuren hinterlassen. Saubere Sache. Daraufhin zog die Katze zufrieden weiter ihres Weges und auch für uns ging es weiter. Allerdings mit einem gewissen Unwohlsein in der Magengegend. Auf dem weiteren Abstieg zeigte sich dann auch, warum das Begehen des Weges auf eigene Gefahr geschieht. Gerade bei der herrschenden Nässe war die teils steile Wegführung über Felsen und Erde hier und da ziemlich rutschig. Und dann kam er in Sicht. Der Niedersonthofener Wasserfall. Ja, da sind wir hier am Highlight der heutigen Tour angekommen. Sehr überraschend, ein richtig geiler Wasserfall. Vor allem, man kommt richtig nah ran. Und was der für einen Wind produziert, also schon beeindruckend. Ja, nach dem Regen sind wir hier gerade noch mal nass geworden, als wir rangegangen sind. Ja, Krach macht da auch ordentlich und ja, würde ich sagen, wir bescheren euch noch ein paar schöne Bilder vom Wasserfall und dann sehen wir zu, dass wir ja auch wieder weiterkommen. Da war es doch gut, dass es an diesem und an den vorangegangenen Tagen von oben her sehr nass war. Der Wasserfall führte ordentlich Wasser. Ein Nachteil der vielen Nässe von oben wurde dann auf dem letzten Abschnitt unseres Weges deutlich. Es war wahnsinnig schlammig. Anne schien kein allzu großer Fan von Schlammschlachten zu sein. Bei erster Gelegenheit säuberte sie am Bachufer erst einmal ihre Schuhe. An dieser Stelle überredete ich Tobi spontan, unseren Weg etwas abzuändern und am Bach zu bleiben, was schwerwiegende Folgen haben sollte, wie ihr gleich sehen werdet. Da sollten wir uns aber sicher sein, weil da vorne... Ja, das geht da drüben weiter. Sehr schön, dann versuchen Sie nicht nass zu werden. Müssen wir rüber. Ja, Klassiker.
Nee, mit Schuhen, das geht. Bis da vorne der letzte Stein und dann hopsen. Müsste gehen. Und wenn nicht, die Schuhe sind eh schon ziemlich nass. Ich mach halt langsam, dass nichts kippelt. Uah. Uah. Scheiße. Nicht rutschen! Nein! Scheiße! Aber ich hab's! Mist! Nächstes Mal fließt die Zeit wieder aus. Ich ging dann etwas überlegter an die Sache heran und baute eine weitere Trittmöglichkeit an. An Adrenalin hat es mir trotzdem nicht gemangelt. Scheiße! Schwammtipp da bisschen. Aber fast trocken. Ein paar Meter weiter mussten wir erneut über den Bach. Dieses Mal haben wir aber meine Variante gewählt und die Schuhe ausgezogen. Hier wäre unser eigentlicher Weg heruntergekommen. Hätte ich den mal nur genommen und nicht auf Anne gehört. Kurz danach erreichten wir wieder Niedersonthofen und legten die letzten Meter zum Ziel zurück. Unsere Wanderung liegt mitten im Allgäu, etwa auf halber Strecke zwischen Kempten und Immenstadt. Start der Wanderung war in Niedersonthofen, unweit der Kirche St. Alexander und Georg. Von dort führte uns der Weg über den Gipfel des Stoffelberges und durch das Örtchen Riggis zum Niedersonthofener Wasserfall. Von dort aus ging es in einem kleinen Bogen zurück nach Niedersonthofen. Ja, da haben wir es geschafft. Der Berg ist bestiegen, der Wasserfall besichtigt und ich mittlerweile auch wieder trockengelegt. Ja, der Weg war sehr viel abwechslungsreicher, als wir am Anfang erwartet hatten. Es war wirklich, man kann sagen, fast alles dabei gewesen, was man sich von einem Weg so erwarten kann. Schmale Pfade, wir hatten auch Straßenabschnitte dabei, die waren allerdings sehr gering. Wir hatten viel Schlamm, wir hatten einen schönen Wasserfall. Also von Asphalt bis Felskraxelei hatten wir alles, vom Gipfelglück bis zum Abtauchen im Bach. Ja, haben wir ganz spontan an der Stelle umgeplant gehabt. Ach komm, lass uns doch näher am Bach laufen. Mhm. Ah, ich zieh mal die Schuhe aus. Ah nee, da sind noch Steine, da kommen wir drüber. Ja. Fast, Ja, genau. wir hatten auch vom Wetter alles dabei. Wir hatten ein bisschen bewölkt, wir hatten Sonne, wir hatten Regen, wir hatten Sturm, wir hatten, ja, alles dabei. Ja, es war heute ein immens, Bewegter extrem Tag. abwechslungsreicher Tag, genau. Ja, und jetzt just zum Ende, wie ihr seht, die Sonne ist draußen, sie scheint uns schön ins Gesicht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen Sonne genießen. Hoffen, euch hat die Tour, die Highlights und mein Abgang gefallen. Ja, euch immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.